Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Filia und wir spielen Contradiction. Und wir sind da ganz nah an etwas dran. Ich weiß nur noch nicht an was. Das Problem an der Sache ist, Kate ist immer noch nicht blond. Und angeblich steht ja, wie heißt er? Ryan auf Blonde. Aber, also ich würde ihn gerne jetzt mal fragen, warum er 500 Pfund an Kate bezahlen wollte. Vielleicht kann ja seine Frau etwas dazu sagen. Oder sie wird sehr sauer sein. Und dann wird sie ihn verprügeln, aber ich glaube, er mag das. Also dementsprechend wäre das vielleicht gar nicht so schlimm für ihn. A couple more questions, if that's okay. So, warum? Warte mal. Naja, okay, wir können ihn erstmal über den sie erstmal über den Prime-Candidate fragen. Vielleicht kann sie uns ja irgendwas sagen. Do you know what a prime candidate is? An atlas is the best student. And what does that mean? It means they get a guaranteed job with a very good salary. Well, that's the idea anyway. But? Mostly they aren't up to it. What happens then? They get sacked. Was ist denn das für ein krasser Job? Also ich meine, was heißt denn Failed Prime Candidates get sacked? Sacked? Ist das sowas wie gefeuert werden? Was heißt fired, oder? Nicht? Keine Ahnung. Also erstmal gehen die da also hin. Okay, das sind halt so Businessleute, ne? Denen ist wahrscheinlich egal, was sie für einen Job machen. Hauptsache, sie werden gut bezahlt. Und wahrscheinlich gehen die so weit, um diesen Job zu kriegen oder um quasi, dieses ganze, ich weiß es nicht. Okay, nein. Warum? Ich will das gerne wissen. Das ist ja gemein. Okay. Okay, that's it. Gut, also, die werden also gefeuert oder was auch immer, wenn die das nicht geschafft haben. Aber kann man hier irgendwie einen ehemaligen Prime Candidate irgendwie mal befragen oder sowas? Wäre auch mal interessant. Okay, pass auf, wir fragen mal die beiden nochmal. Ich weiß nicht genau, ob wir da noch Fragen offen haben. Ich will einfach mal auf Nummer sicher gehen. A few more questions, please. Thank you. Den können wir gar nichts mehr fragen. Thank you. Emma konnten wir ja auch Probably be nichts back later. fragen, oder? Nee, scheiße, okay. Thank you. Probably be back later. Haben wir sonst noch jemanden, mit dem wir reden können? Im Grunde eigentlich nur James, aber... James... Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas von ihm kriegen. Ups, ein zu weit. Komm, Versuch macht klug. Gucken wir gerade mal. Ne, bevor wir das dann als letzte Aufweg nicht genommen haben oder so, ist ja dann doof. Ja, okay, habe ich mal That's all for the moment. Thank you. Grrr. Also im Grunde haben wir hier 3 verschiedene, ich sag mal, Handlungsstränge, die so passiert sein könnten. Zum einen, dass James irgendetwas mit seinen Poppy-Pops da gemacht hat. Ports, nicht Pops. Und dadurch die Leute tot sind. Und, also Kate, vielleicht auch Liam. Oder aber, dass Simon der Böse ist, der quasi so eine Art Konkurrenzkampf mit Kate hatte, die ja wohl offensichtlich sehr straight, sehr fokussiert und sehr bitchy war. Ja, also dann hat er ihr irgendwie das Morphin verpasst und sie ist irgendwie da so von wegen Threshold-Testing oder sowas. Ja, ist sie da rein. Oder aber es war Ryan, der, weiß ich nicht, von ihr, erpresst worden ist, wie ja offensichtlich Emma auch. Und er hat das dann nicht mit sich machen lassen und dafür gesorgt, dass sie sich hier ertrinkt. Nur dann frage ich mich, was das mit Liam zu tun hat. Also ich habe immer gedacht, die beiden Tode hängen irgendwie beieinander. Oder natürlich, es ist Paul. Aber so richtig habe ich keine Ahnung. Komm, wir gucken mal, ob wir mit dem Herrn Polizeitypen, Herrn Polizeitypen, mit dem Chief telefonieren können. Kann ja sein.
Vielleicht kriegen wir irgendwelche Informationen, aber wahrscheinlich müssen wir wieder eine Contradiction irgendwo suchen. Got something interesting, Jenks? Very much so, sir. An interesting discovery in Ryan's car. A cheque for £500 from Ryan made out to Kate. Blimey, how does he explain that? He said it was an incentive. Apparently he'd heard she was thinking of leaving the course. What made her so special that they were willing to pay her to stay? Just a good student, I suppose. Nah, doesn't add up. £500 is a lot more than an incentive, Jenks. You can buy questions in Parliament for that kind of money. Sounds pretty desperate. Keep on at Ryan about it. Oh, and get yourself another drink. Another drink. Thanks, Chief. I'm having one. Right. You just have another drink? War das jetzt irgendwie... hallo? Das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert. Sollen wir ins Pub gehen oder was? Egal. Ich habe mir schon gedacht, dass wir Ryan weiter ausquetschen müssen. Wir sind da an was dran. Wir müssen ihn wahrscheinlich so sehr mit seinen Contradictions um die Ohren hauen, ja, dass er zugibt, dass er von ihr, ja, irgendwie, weiß ich nicht, erpresst worden ist oder sowas. No ulterior reason for giving Kate the money had heard Kate wanted to leave Atlas. Money meant as a little incentive for Kate. Ah, ich habe vergessen, das zu googeln, was das bedeutet. Okay. Students aren't tested. Never ask Simon to test Kate. Simon had been trying to undermine Kate. Komm, wir gehen mal nach oben. Kate weins death. Okay. Hat sie das letzte Mal am Freitag gesehen. Da war sie betrunken. Hat sie 3 Monate zuvor bei Atlas kennengelernt. Appeared happy, bla bla bla. Ist nicht davon ausgegangen, dass sie irgendwelche emotionalen Probleme hat. Okay, pass auf. Simon's Homebrew. Broken Pendant. Never bought a Freedom Necklace. Okay, das war ja auch sein Vater, ne? Okay, Kate's argument. Doesn't know about the argument at the pub. Das... Ja. Okay. La la la. Da da da. Supernatural doesn't believe. Liam's death. Liam seemed happy. Ba ba ba. Doesn't know what that means. Okay. Dann keine Drogen und kein Alkohol. Hat nie Drogen mit. Okay. A settlement fee. Okay. Nie ECT machines. Okay, ba ba ba. Carry the doll. So bribed. Coerced. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber das hat nichts miteinander zu tun, ne? Aha. Doch? So, students aren't coerced or bribed in any way, except Kate. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. It was an incentive, that's all, a little encouragement. So, how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment. Assessment? We have to assess students as they progress. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not. So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. Hä? Und deswegen... So Ryan's claiming the money was part of Kate's assessment. And did this assessment also involve threshold testing, I wonder? Or was the money for something else? Okay, da war wohl ein Sprachproblem, denn ich weiß nicht, was coerced oder sowas bedeutet und ich wusste auch, also bribe ist, glaube ich, sowas wie
Nee, keine Ahnung. Okay, das war einfach... Ja, gut, ich habe die richtige rausgefunden. Haha, yay, super. So, okay. Wo war das jetzt noch? Warte mal. Wo waren wir denn? Okay, warte. Da? Ah ja, hier. Gave Kate money to assess her. To students pay for the course per session. Okay, das heißt, Emma hat dafür bezahlt. Aber... Ja, das hilft uns ja jetzt auch nicht so wirklich. Okay. Gave Kate the money to test her. Das hat er ja gerade erklärt, aber gut. It hurt, Kate wanted to leave Atlas. Warte. Students aren't tested? Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das nochmal war, aber sehr... Warte. Yes. Aha. Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was in the running to be prime candidate? Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did you ask him to push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference! If Simon decided to give her too much caffeine or morphine or whatever, that's his responsibility. Natürlich. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it. Oh Gott. Midnight, and still no suspect, unless you count everyone I've interviewed. It's no surprise that Ryan wants to avoid any suggestion of being responsible for Kate's death, but I wonder if the man protests just a little too much. Ja, der Meinung bin ich auch. Nur was können wir denn jetzt machen? Ich meine, eigentlich haben wir doch jetzt verloren, oder nicht? Okay, Kate's Prime Candidate Status. Gott, Musik, sei nicht so laut. Ja, was können wir denn jetzt machen? Pass auf. Wir fangen hier nochmal an und gehen die Straße entlang. La 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 la. Ich glaube, ihn brauchen wir eigentlich nicht mehr fragen, oder? Wir gehen mal weiter. Wir fragen zum einen mal Paul. Ask about a few more things, please. Alter, ist die Musik laut. Geh mal ruhig hier, Musik. Ganz ruhig. Calm down, Musik, please. Okay. Jo. Was Kate a prime candidate? Well, as Ryan has probably already told you, yes, she was. Did you ask Simon to test her? Yes, it's company policy. Leaders don't get involved. And it covers your back, of course. Ja, natürlich. Well, nobody knows the students better than they do, Inspector. Mhm. It's much better to let them just work it out among themselves. It isn't very professional to force students to test each other to the point where one of them gets killed, Paul. We don't force students to do anything that they don't want to do, Inspector. So you don't force them into being tested? No, we don't encourage anybody to hurt or offend anybody else here. You don't use threshold testing, for instance? No. If Simon Thompson went too far with Kate, that's his responsibility, not ours. He's the one you should be speaking to, if truth be told. I don't trust him myself. Warum? Doesn't use threshold testing. Ja, das haben wir aber doch herausgefunden, dass das der Fall ist. Nur leider können wir ihn ja dazu nicht fragen. Not encouraged to hurt each other. Leaders don't get involved in testing students. Kate was being tested for prime candidate. Gut, er sagt zumindest nicht, dass er Ryan Kate unbedingt testen wollte oder sowas.
Combination code room used for meditation. Not happy about the theft. Es gibt ein CCTV. Achso, da kann man auch drüber fragen. Ich vergesse die immer. Okay. Let's never see the keyring. Let's never heard of the IT consultant. Ist ja auch noch irgendwie wichtig? Ich habe keine Ahnung. Lisa can handle the course techniques. Lass mich raten, Liam war auf jeden Fall auch ein Prime Candidate. Not true. Okay, no interest in Okkult. Skill. Okay. Okay. Atlas clear with strange times. Committed a fake theft, which videoed claims other students enjoyed the stunt. Didn't see from Liam that night. Paul's cleaner was the mugger. Okay. Odd hypnosis. It's not used on the course anymore. Das ist ja schon mal gelogen. Not possible to force student to be hypnotized. Kate Vine flirted with Paul. Didn't try to date Kate. Suspected Kate of trying to play him. Aber ich dachte... Okay, das gibt nicht so wirklich Sinn. Okay, warte mal. Possibly spoke to her. Kate was drunk, bla bla bla. Nur ein paar Mal getroffen. Weiß nicht, wo der Driver's License ist. Homebrew interessiert ihn auch nicht. Das hat er gekauft für... Nicht für Kate. Okay. Aber für Emma wahrscheinlich. Didn't hear about the argument. Business started last year. Blah blah blah. Was at Atlas. Drinking all night. Had personal problems. Bright corner outgoing. Okay, es hilft einem jetzt nicht wirklich. Abide by the law. Ja, okay. Der spricht ja jetzt schon mal nicht dagegen. To free themselves from guilt. To free from the past. No place for guilt in business. Okay. Hilft jetzt nicht so wirklich viel. Never heard of Savia. Liam's death was unavoidable. Door burning is Ryan's idea. Okay, keine Ahnung, hier fällt mir irgendwie nichts ein. Okay. Sorry, wenn ich jetzt hier so alles durchgehe, aber ich versuche wirklich jetzt gerade noch eine Contradiction zu finden, die es vielleicht gar nicht erst gibt. Ich gehe mal alle Maps wieder ab. Okay, dann reden wir mal mit Rebecca, weil der Chief hat ja gesagt, wir sollen noch mal was trinken. Hier ist aber niemand. Dann reden wir mal mit Rebecca. Aber ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas Neues jetzt? Doch, wir haben das eine, ne? Couple more questions, if that's okay. Kate's prime status. Did you know Kate Vine was a prime candidate? No. Wow. Okay. Thank you. Probably be back later. Krass. Was wir jetzt alles erfahren haben. Ich bin sprachlos. Diese Folge ist irgendwie ein bisschen unkoordiniert und unnötig. Aber gut, egal. Ey, wir gehen jetzt nicht nochmal hinter den Pub. Ich hoffe, da ist einfach nix. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hoch. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Okay, aber wir können ja mit Simon darüber reden. Dass zumindest ihm gesagt wird, dass er das angeblich freiwillig gemacht haben soll. Gut. So. How do you think you'd have reacted if you'd found out that Kate had been chosen to be prime candidate? Is that
Was she? I'm just asking how you think you'd react. I don't know. I wouldn't react in any way, really. I'm not bothered. I don't think she was, though. What makes you think that? Well, it's just an impression I got. You know, she's a bit flaky, to be honest. She's just not really prime candidate material. Flaky? Okay. Didn't think Kate could be prime candidate. Ja, ich meine, ob man ihm das jetzt glauben kann oder nicht. Aber er sollte sie doch testen, oder nicht? Hier. Na gut, es ist eigentlich keine Contradiction, ne? Ja, okay. Okay. That's it for the time being, thank you. Fragen wir mal Emma. Darüber. Do you know whether Kate was in the running to be prime candidate or not? I don't, but I do think she would have been chosen. Aha. Just because she was, you know, Kate. You didn't discuss it with Kate? No. No, she never talked about this. Also sie ist der Meinung... Kate didn't discuss the Atlas course. Didn't know about Kate's prime candidate status. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass irgendwann mal sie mit Kate über Atlas geredet hat. Thank you. Probably be back later. Können wir nochmal zu Ryan gehen? Oder mag der uns jetzt nicht mehr? Wir gehen mal den Weg entlang. Eigentlich ist die Folge schon zu Ende, aber wir gehen jetzt trotzdem nochmal den Weg entlang. Vielleicht passiert noch etwas. Denn irgendwie ist diese Folge noch nicht so viel passiert. Da lang. Gehen nochmal alles ab. Boah, was machen die da hinten? Meine Güte. Sollten wir mal hingehen und gucken. Die hacken doch irgendwas aus. So, keiner mehr am Threshold testen. Dann gucken wir mal, was bei Atlas so los ist. Es ist immer noch offen. Man kann einfach um 0 Uhr dahin gehen. Okay, interessant. Hier ist nichts. Wie weit sind wir eigentlich schon? Huch. 93%. Das heißt, es fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Dann gehen wir erstmal durch die Tür. Spannend. Es ist spannend hier. Dann gehen wir mal hoch. Vielleicht ist irgendjemand im Mirror Room. Und? Sonne, Mond und Sterne. Aber können wir hier irgendwas machen? Nö, ne? Blip, blip. Okay, pass auf. Nö, eigentlich kann man hier überhaupt nichts machen. Doch, wir können wir können selber uns mal... Warte mal, wo war denn das? Hier. Da. Die soll man doch benutzen in diesem Raum. Warum klappt das nicht? Naja, gut. Dann... Ja, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass wir nochmal Ryan ansprechen. Oder nochmal mit dem Chief telefonieren. Keine Ahnung. Das machen wir aber in der nächsten Folge, denn diese Folge ist jetzt wirklich mal zu Ende. Und hoffentlich machen wir in der nächsten Folge mehr Progress. Oh, ich hoffe. Okay, wir sehen uns. Ciao.